Heute schaue ich mir das Shure SM57 mal näher an. Dieses Mikrofon wurde schon x-mal getestet, gekauft und gelobt. Daher will ich nicht nur meinen eigenen Soundcheck machen, sondern auch über praktisches Zubehör, Alternativen und das berüchtigte Mixing in Richtung SM7B sprechen. Aber erstmal Teaser-Time. Das Shure SM57 ist ein dynamisches Mikrofon, wird seit 1965 hergestellt und wurde seitdem in seiner Bauform nur leicht verändert. Gedacht war es als Pultmikrofon und hat so mit den Jahren seinen Dienst bei großen Rednern und Demagogen auf der ganzen Welt getan. Zuträglich hierfür war stets seine Eigenschaft, Umgebungsgeräusche besonders reduziert aufzuzeichnen, was es sehr beliebt gemacht hat. SM steht übrigens für Studio Microphone. Das SM57 ist ein Tauchspulmikrofon mit Nierencharakteristik. Bei Neukauf bekommt man das Mikrofon selbst, eine passende Halterung und eine kleine Tasche geliefert. Aufgrund seiner Bauart ist es besonders gut für laute und überlaute Schallquellen wie Gitarrenverstärker, Schlagzeug, hier im Besonderen die Snare und Holzblasinstrumente geeignet, aber wird auch gerne im Studio für den Gesang benutzt. In diesem Fall kommt wieder die Eigenschaft zu tragen, dass Hintergrundgeräusche reduziert aufgenommen werden und so es zum Beispiel bei Live-Sessions besonders vorteilhaft sein kann. Ich persönlich benutze es gerne bei Live-Gigs für den Gesang, da es sich dort besonders klar und transparent äußert und angenehm unempfindlich gegen Feedbacks ist. Besonders gut, wenn der Mischer mal nicht der Superprofi ist oder gerade sein allererstes Konzert abmischt. Gewicht, Handling und Qualität würde ich als ausgezeichnet beschreiben, sodass man damit auch mal ein Bier aufmachen oder einen kleinen Nagel in Holz reinschlagen könnte. Irgendwie muss man Rock'n'Roll heutzutage ja noch leben. Inzwischen gibt es übrigens einiges an Extras für das SM57. Darunter finden sich Halterungen, Windschutz, Ersatzteile, ja sogar eine Version des Mikrofons mit 90°-Knick für spezielle Positionierung. Willst du dir das alles mal näher anschauen, nutz gerne den Affiliate-Link in der Beschreibung. Dort findest du übrigens auch noch Erfahrung und Meinung von anderen Usern und beim Kauf unterstütze diesen Kanal ein wenig. Und das sogar auch, wenn du mal was anderes als das SM57 kaufen möchtest. Zahlreiche Hersteller haben sich mit den Jahren an einem Nachbau des Mikrofons versucht und dies auch mal mehr oder weniger gut hinbekommen. Bei einem Preis von unter 100 €, was eigentlich nicht wirklich viel ist das SM57 allerdings schon so günstig, dass man zwar einen billigeren Klon kaufen könnte, aber bei Shure geht man dann doch auf Nummer sicher und muss keine Experimente wagen. Im Nahbesprechungsbereich hat es nicht unbedingt seine Superskills, da ist man mit dem SM58 wohl besser aufgehoben, aber ich habe es trotzdem immer gerne zum Einsingen benutzt. Das komplette Voice-Over in dem Video habe ich natürlich mit dem SM57 eingesprochen, damit du eine ungefähre Vorstellung davon hast, wie es klingen könnte. Dabei hatte ich eine mittlere Entfernung und habe etwas am Mikrofon vorbeigesprochen, sodass ein Popschutz nicht nötig war. So klingt es, wenn man circa 1 Meter entfernt ist. Man merkt schnell, dass es dafür nicht gedacht ist, zeigt aber auch das Verhalten in Bezug auf Umgebungsgeräusche. Popgeräusche sind auf diese Distanz natürlich vorhanden, können durch einen Filter, Einsprechwinkel oder Entfernung aber reduziert werden. Da dieser Tage das Shure SM7B zwar sehr beliebt ist, aber für einige ein unerschwinglicher Traum bleibt, gibt es verschiedene Versuche, das SM57 so zu mixen, dass es dessen Sound bekommt. Ich habe es anhand des Tutorials von Kollegen Julian Krause getestet und war zwar etwas überrascht, wie hart man in den EQ eingreifen muss, aber er hat es ausgemessen und Frequenzgänge lügen bekanntlich nicht. Einen Link zu seinem Video findest du hier und ich möchte auch das jetzt noch kurz veranschaulichen. Hier spreche ich das Ganze nur mit dem SM57 ein, um einen Vergleich zu haben. Das ist nun das SM57 mit dem empfohlenen Frequenzgang von Julian Krause, sodass es klingen soll wie ein Shure SM7B. Und hier habe ich nochmals ein EQ und Kompressor hinzugefügt, um es auf meine finalen Vorstellungen von Sound anzupassen. Aber warum ist es so beliebt? Ernste Frage? Es ist super verarbeitet, hat einen super Sound und ist super vielfältig einsetzbar und so super günstig, dass es selbst als Erstanschaffung für Studio und Proberaum für Jahre eine gute Investition ist.
Als Fazit möchte ich sagen, dass es wie jedes Mikrofon natürlich einen eigenen Charakter, einen eigenen Klang hat. Der kann einem gefallen oder nicht, aber letztlich hat es seinen Ruf und seine Beliebtheit nicht ohne Grund. Es macht das, was man reinsingt, spricht oder spielt, natürlich nicht automatisch zu Gold. Aber es ist günstig, robust, vielseitig einsetzbar und, sollte es einem nicht gefallen, hat es einen sehr guten Wiederverkaufswert. Da das Mikrofon eher für laute Quellen gedacht ist, sollte man bei Sprachaufnahmen eventuell einen Vorverstärker in Betracht ziehen, um das Signal etwas anzuheben. Es geht auch ohne, aber hat die eigene Soundkarte nicht genug Power, ist es vorteilhaft, um unschönes Verstärkerrauschen zu vermeiden. Eine günstige Empfehlung habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Kann ich es also empfehlen? Absolut und am besten gleich in mehrfacher Ausführung, denn man kann theoretisch damit eine komplette Band aufnehmen, wenn jeder sein eigenes hat. Es ist für gehobene Ansprüche genauso geeignet wie im Anfängerbereich und verspricht durch seine Qualität und Leistung Langlebigkeit und Freude zum Einsteigerpreis. Das war's mit meiner Meinung zum Shure SM57. Hast du noch Fragen? Immer rein in die Kommentare. Den besten pinne ich wie immer oben an. Hat dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Like. Und wenn noch nicht passiert, lass gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keinen neuen Upload mehr zu verpassen.